Endet heute unsere zu-0-Serie, also zumindest vorne würde ich gerne mal wieder ein Tor schießen. Hinten ist das völlig okay, da können wir gerne die 0 halten, aber irgendwie mal ein paar Tore. Vielleicht ja heute hier beim Auswärtsspiel Hannover, die sind auch 14. nur, haben aber auch nur ganz, ganz wenig Punkte Abstand nach oben. Also wie gesagt, diese Liga ist ganz, ganz eng zusammen. Sehr, sehr spannend und so soll es ja auch sein. Möglichst bis zum Ende der Saison und wenn wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dann freue ich mich. Dann haben wir eine gute Saison gespielt, bereiten uns dann vor auf Saison Nummer 2 und dann gucken wir mal, was da dann geht, wie viel Geld wir dann wieder bekommen. Ja, ich bin ja sehr, sehr klamm seit dem Deadline Day. Ich habe 24 €. Wie gesagt, reicht für eine Tankfüllung zum Training. Oder für eine halbe. Jetzt bin ich gespannt, was Hannover hier macht mit uns. Ob die ein bisschen offensiver spielen, ob wir dann auch mal wieder zu einem Tor kommen. Ja, ich habe es mal versucht, die Reka da einzustellen. Ja, oder auf Simulation zu spielen, dass das Ganze ein bisschen realistischer sein soll. Aber es war mehr unrealistisch als realistisch, wenn ich das mal so sagen darf. Naja, egal, aber ich habe es probiert. Jetzt Hannover 96 mit Vogelsammer. Achtung, erste Chance. Und direkt geblockt. Aber ich glaube, das Spiel von Hannover, das könnte uns vielleicht entgegenkommen. Weil wir schalten schnell um. Schade, in dem Fall nicht. In dem Fall zu langsam. Da wäre Mees nämlich durch gewesen. Aber diese Bälle klappen jetzt auch irgendwie besser. So, hinter die Abwehr, hinter die Viererkette. So ein hoher Ball. Da hat die Verteidigung manchmal oder häufig Probleme. Weil wir stehen dazwischen. Hannover geht aber auch vorne drauf. Also Pressing. Oh, Behrens. Das Pressing ist da. Bei Hannover. Aber wir befreien uns. So. Schöner Angriff. Hendrik. So, über die rechte Seite. Gegen Fabian Kunze, der dafür bekannt ist, sehr hart zu spielen. Viele Zweikämpfe, viele Grätschen schon gemacht. Ich kann mich daran erinnern, als Hannover den vorgestellt hat auf Twitter in so einem Video. Und normalerweise zeigt es ja einfach die besten Szenen, so die besten Tore und so weiter. Und bei ihm waren einfach die besten Fouls und die besten Grätschen zu sehen. Das sagt halt viel über den Spieler aus, ne? Sehr zweikampfstark, von daher wird das heute auch nicht ganz so einfach, da im Mittelfeld. Aber was ich jetzt schon sagen kann, nach 15 Minuten, es ist mehr Schwung drin. Ja, es geht hin und her. Hannover hatte schon eine gute Chance, wir hatten auch gerade eine gute Chance durch Fridtjonsson. Von daher machen wir das hier gar nicht so verkehrt. Jindorf, Achtung, Vogelsammer, jetzt haben wir ein bisschen mehr gefordert in der Abwehr. Kulis ist dazwischen, oh, aber nicht entscheidend. Achtung, oh, die Grätsche kommt zu früh und wir haben wieder ein Tor. Aber leider für die Falschen. Leider für die falschen Grün-Weißen. Oder Grün-Weiß-Schwarz, so muss man das ja sagen. Oder Rot-Schwarz-Grün, so ist es ja. Vogelsammer aus Spitzenwinkel, keine Chance. Sauber eingenetzt. Der Regen fällt vom Netz. Das erste Mal muss ich mir da die Haare raufen. Und zum ersten Mal fangen wir uns wieder ein Gegentor. Vogelsammer, 4. Tor im 8. Spiel. Das letzte Gegentor haben wir wann bekommen? Wer kann sich erinnern? Genau, gegen den 1. FC Köln. Das, was wir alle nicht gesehen haben. Na gut, Rückstand. Aber wir machen weiter. Ich lasse mich doch gar nicht unterkriegen. Wir machen weiter. Wir haben eine gute Mannschaft. Boah, wenig Ballverluste. Das ist das, was wir brauchen. Wenig Ballverluste. Reinkommen in die Zweikämpfe, Sicherheit holen und natürlich auch vorne dann irgendwann mal sich eine gute Chance rausspielen. Jetzt zum Beispiel Brodowski. Komm, den kriegt er, den muss er kriegen. Da ist Fridtjonsson. Oh, ein bisschen zu sehr in den Rücken. Theo Horst ist da, holt den sich. Und Hendrik, sehr gut. Unten Brodowski. Ich warte auf Kirkeskov. Ja, machen wir auch. Spitzenwinkel. Nächster guter Schuss. Also, hier ist doch schon mal ein bisschen mehr Feuer drin, oder? Das ist das, was wir vermisst haben. Brodowski, Hendricks. Theo Horst, oben Mees wartet. Ja, hätte im Abseits gestanden. Jetzt kommt, ach, Fridtjonsson, hört auf mit den Fallrückziehern, Jungs. Macht doch einfach normal einen Kopfball. Oder haltet den Ball oder legt ihn zurück, aber diesen Fallrückzieher. Wir führen hier nicht 3-0. Wir liegen zurück, das ist ein ganz neues Gefühl hier. Für Preußen Münster, für mich. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Hannover kommt, Defensive steht, wie gesagt, bis auf diesen einen Aussetzer da, wo wir nicht aufgepasst haben. Vogelsammer. Dann noch Spitzenwinkel. Aber sonst verteidigen wir das echt gut. Also es gibt eigentlich nichts zu
bemängeln, nur nach vorne hin. Da sind viel zu viele Fehler heute. Da sind bislang viel zu viele Fehler. Achtung, Hannover kommt schon wieder über dem. Jetzt wieder 50-50 Entscheidung. Was machen wir? Kulis ist dazwischen. Bei Janda ist schon ein Kreuzchen. Ich hoffe, nichts Schlimmes, den brauchen wir. Und jetzt kommt Grudowski wieder gegen Halzenberg. Jetzt muss er sich besser positionieren. Oh, schlechte Flanke. Die Flanken müssen ankommen. Fridtjonsson war völlig frei vorne. Die Flanken müssen einfach besser kommen. Die sind einfach schlecht. Die sind heute einfach schlecht. Das ist nicht gut. Und deswegen haben wir bislang auch nicht so viel Gefahr vorne. Dafür aber mehr Gefahr hinten. Achtung. Oh, wieder Vogelsammer. Wieder Vogelsammer. Ja, und Hut ab vor Behrens, dass er uns hier vor dem zweiten Ding bewahrt. Halstenberg. Jetzt bei der Ecke. Oh, die kommt wieder gut. Oh, auf den langen Pfosten. Und das 2-0. Für Hannover 96. Kurz vor der Pause. Der Mann ohne Haare oben. Mit der Halbglatze. Auch wieder schlecht verteidigt. Hier kommt die Verlängerung. Ich glaube sogar, nein, von Hendricks. Also Verlängerung von Hendricks und dann der Mann mit der 16. Das dürfte Harvard Nielsen sein, ja? Der hat ja echt fast keine Haare mehr. Harvard Nielsen unter Behrens hindurch zum 2-0. Ich meine, als ich gesagt habe, ich freue mich, dass wieder Tore fallen, war damit nicht gemeint, dass mich die Gegner jetzt hier Spiel für Spiel auseinandernehmen. Aber gut, das kann auch passieren. Verlängerter Ball auch vom eigenen Mann und gerade von Hendricks, der bislang eigentlich den Laden da hinten dicht gehalten hat. Im Mittelfeld mit Remberg zusammen. Aber gut, egal. Hilft nichts. Heißt jetzt für uns, wir müssen ein bisschen offensiver spielen. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal rein in die Taktiken. Und zwar mache ich das Ganze jetzt mit Ball. Profirollen. So, und jetzt werde ich mal Folgendes machen. Ich werde Joel Grudowski sagen, dass er, warte, das ist glaube ich in die Mitte, ne? Ein breitstehender kreativer Profi, der aber auch nach innen rücken kann, um Abwehrreihen zu überwinden und Chancen herauszuholen. Das macht Grudowski, genauso wie Mees. Sie sind jetzt beide Flügelmotoren. Janda, nicht auf dem Halbflügel, ist hinter dem Stürmer, also quasi ein offensiver Mittelfeldprofi, der im Loch hinter den Sturmprofis agiert und oft mit gut getimten Läufen in den Strafraum für Torchancen sorgt. Also wir brauchen jetzt vorne Offensivkraft. So, Anspielstation, falsche 9. Knipser-Profi, Sturmprofi, was ist da der Unterschied? Achso, hier würde er nochmal ein bisschen mehr mit zurückarbeiten. Knipser-Profi nur vorne. Den brauchen wir nur vorne. Remberg, kann der auch noch ein bisschen mit nach vorne gehen? Nein, der soll, gut, dann bleibt er hier so. Tiefstehender Motor. Ja, Kirkeskov, der müsste eigentlich auch ein bisschen höher jetzt stehen. Also wir riskieren. Ich riskiere jetzt ein bisschen was. Ich hoffe, das ist gespeichert gewesen. Ja, wird schon gespeichert gewesen sein. So. Jetzt, hopp, alla, mit neuem Schwung. Die Spieler, um die es geht, die waren gerade noch mit einem farbigen Kreis markiert. Das heißt, die haben jetzt eine etwas andere Rolle. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auf unser Spiel auswirkt, weil wir müssen. Und wir bekommen jetzt quasi das 3-0. Achtung, Behrens. Und dann waren die ganzen taktischen Umstellungen umsonst, wenn wir hier das dritte bekommen. Aber bis dahin sind wir noch im Spiel. Bis dahin müssen wir jetzt Fehler vermeiden. Natürlich jetzt mehr nach vorne spielen, noch offensiver eigentlich agieren. Und dann bin ich mal gespannt. Da Grudowski macht das schon, zieht schon rein in die Mitte. Also das finde ich auch gut, dass die Spieler das auch machen, was man ihnen dann vorgibt. Das machen die dann wirklich. Also das war nicht irgendwie ein PR-Gag oder so von EA. Das machen sie wirklich. So, Hendricks, komm. Macht er seinen Fehler wieder gut abgefälscht. Und Mees. Was ist das? Ach, abseits. Ich wollte schon sagen, faul. Aber nee, Handspiel habe ich ja ausgestellt. Es war tatsächlich abseits, ja. War schon richtig. Flügelspiel können wir auch irgendwann mal forcieren, aber ich würde jetzt gerne nochmal die Vorgaben hier umsetzen. Im 4-2-3-1. Ich glaube, irgendwann machen die das dritte. Ist es denn heute soweit? Wird es heute die erste Niederlage geben? Es sieht ganz danach aus, aber wir sind noch nicht geschlagen. Wir sind noch nicht geschlagen. Hannover ist aber weiterhin vorne sehr, sehr präsent. Sehr, sehr offensiv stark. Haben auch immer 3-4 Mann vorne. Ja, wir müssen jetzt den Ball zurückerobern. Nur wann ist die Frage. Wann? Wann und wie? Hendricks, so ungefähr, genau. Auch mal die Grätsche rein, sehr schön. Aber Fridtjonsson vorne ist halt auch nicht ganz so schnell. Leider. Hat auch seine Stärken. Klar, im Kopfballspiel nach Ecken überhaupt gar kein Problem, den da anzuflanken. Aber ansonsten aus dem Spiel raus hakt es da leider noch. Aber wir versuchen es immer weiter. Nächster Versuch.
Nächster Angriff, wieder Grudowski, der läuft, der ist schnell. Komm, hopp. Und Fridjonsson, jetzt komm, jetzt brauchen wir deinen Kopf. Jetzt brauchen wir deinen Kopf, schade. Wir kriegen ihn leider nicht. Dafür Hannover über Gindorf, auch wieder direkt 3-4 Mann vorne. Mit viel Schwung. Also, wir kriegen heute schon mal unsere Grenzen so ein bisschen aufgezeigt. Ja, Hannover, die haben das gnadenlos genutzt. Ja, eine Grätsche ins Leere, gut für uns. Grudowski gegen Halstenberg. Oh, Halstenberg macht das jetzt mit all seiner Erfahrung, ja. So, was haben wir noch? Pressing. Wir haben Tiki-Taka, wir haben eine Dreierkette. Ich würde gerne auf das 4-3-3 warten. Ich würde es gerne wieder breit machen. Ich würde es gerne wieder breit machen. Nächste Chance. Fridjonsson, Kunze in der Mitte. Und Hannover macht's sehr klug. Also wir haben jetzt auch vorne nichts mehr zu melden. Abgemeldet, leider. Das ist heute eine Lehrstunde. Mein Gott, wir wurden ja nicht vorgeführt, ne? Wir liegen halt 2-0 hinten. Aber so ist das halt hier, ne? Ist auch völlig okay. Aber trotzdem, bis zum Schluss fighten, alles versuchen. Und noch sind wir ja nicht ganz raus hier aus dem Spiel. Aber wir müssen halt jetzt irgendwann mal uns wenigstens eine Chance rausspielen. Hendricks. Aber im Tor heißt der Wechsel? Nein. Das ist halt einfach ein Fehler. Oder heißt der wirklich Wechsel? Das wäre wirklich... Doch, ich glaube, der heißt Wechsel. Ich habe gedacht, das wäre irgendein Grafikbug. Naja, was soll's. So, jetzt gibt es hier den Freistoß. Ich kann auch nochmal hier frisches Personal reinbringen, aber ich glaube, für heute wird das nichts mehr bringen. Wir bringen vorne Nemeth rein. Hier Makrides, Schneider oder Teklap oder Amenido. Wir machen mal Amenido über links. Ja, Teklap könnte da zwar auch spielen. Scherder haben wir auch noch. Aber ich brauche eigentlich was für die Offensive. Ich würde auch eigentlich die Formation jetzt nochmal umstellen. Wenn ich denn irgendwie eine Flügelformation nochmal hätte. Machen wir Dreierkette, komm. 3-4-1-2, was soll's. No risk, no fun. Wir haben jetzt noch 12 Minuten. Ja, entweder wir kommen nochmal ran durch ein Wunder oder... Oh, Hannover macht jetzt das dritte und ich glaube... Das war's. Nein, Behrens. Oha. Der geht nicht rein. Da hätte ich fest mit gerechnet. Der wäre im letzten Spiel wäre der mit 10.000 km/h wieder reingegangen in unser Tor. Aber in diesem Spiel ist wohl alles anders. In diesem Spiel ist alles anders. Man mag es hier kaum glauben. Oh, und Hannover, Christiansen, das geht zu einfach. Das geht zu einfach. Und da ist die Entscheidung. Also, erste Niederlage, 3-0 für Hannover. Jetzt kriegen wir ein Flügelspiel. Ja, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Jetzt bleibe ich bei der Dreierkette. Ja, ist einfach gut gemacht und schlecht von uns verteidigt. Hier, guck mal, hier, zack, Christiansen gegen 2-3 Mann. Und dann ist halt niemand da, dann geht keiner hin. Und dann kann Behrens, der beste Mann heute, muss man so sagen. Und das heißt dann schon was, wenn der Keeper mit der beste Mann ist und trotzdem 3 Dinger fängt, dann war das Spiel echt schlecht. Aber egal, daraus werden wir lernen. Da werden wir unsere Lehren draus ziehen. Und werden auch wieder Erfolge feiern, auf jeden Fall. Aber so Niederlagen gehören halt auch mal mit dazu. Auch so Phasen hast du mal in der Saison, wo es halt auch mal nicht läuft. Und gerade als Aufsteiger hast du die, glaube ich, vermehrt. Aber wir haben trotzdem davor in den Spielen gezeigt, dass wir mithalten können. Ja, dass wir auch Spiele gewinnen können, dass wir auch ganz oft zu 0 spielen können. Und diese Spiele werden wir dann auch bald hoffentlich wieder haben. So, Ter Horst nochmal, vielleicht trotzdem irgendwie ein Tor immerhin, wäre ja ganz schön. Hendricks, Makrides, ja, Hannover, die stehen da echt sehr, sehr gut. Aber da ist die Lücke, Grudowski. Remberg, Makrides, keine Chance. Hannover verteidigt das echt sehr, sehr gut. Jetzt kommt auch noch ein bisschen Pech mit dazu, Hendricks. So ein bisschen eine Unglücksrabe heute, ne? Eigentlich gut gespielt bislang in der Saison, alles wegverteidigt, was ging. Dann verlängert er den Ball zum 2-0 von Nielsen, da unglücklich nach der Ecke. Jetzt der Schuss gegen die Latte oder gegen den Pfosten. Hat halt heute nicht sollen sein. Grudowski nochmal mit einem schönen Solo, Amenido. Ja, sieht alles hier schön und gut aus. Dauert halt alles ein bisschen zu lange. Ja, warte mal. Ter Horst oben, Amenido. Amenido! Nein, Nemeth ist es. Ja, 3-1, bisschen Ergebniskosmetik. Immerhin, aber wir können es. Ihr habt gesehen, wenn es bei uns auch schnell geht, wenn wir im richtigen Moment den Ball nach außen spielen, dann haben wir Platz. Und die Spieler laufen ja auch dann
dementsprechend auf die Position, dass wir den Ball nur reinschieben müssen. Es stören halt leider die 3 Gegentore. Sage ich so, wie es ist. Ja, aber das bringt uns nicht um. Wir haben verloren, 3-1, unsere erste Niederlage in Hannover. Ich glaube, unter dem Strich auch verdient. Muss man einfach so zugeben. Und wir versuchen jetzt die nächsten Spiele das ein bisschen besser zu machen. Gerade defensiv, aber ihr seht so Gegner. Dann wahrscheinlich auch Hamburg und Düsseldorf. Die sind dann halt wahrscheinlich noch eine Nummer zu groß für uns. Aber wie gesagt, unser Ziel ist hier die Klasse zu halten. Wir müssen 3 Mannschaften hinter uns lassen. Und wenn wir das frühzeitig erreichen, dann sind die anderen Spiele nur noch Bonus. Nürnberg und Regensburg trennen sich auch 1-1. Da werden auch fleißig Punkte gesammelt. Und wir waren, wie gesagt, heute einfach nicht gut genug. Jetzt kommt der KSC. Die sind 13. 4. wollte ich gerade sagen. 4. sind wir. Wir sind abgerutscht. Oh je. Als Aufsteiger raus aus den Aufstiegsplätzen. Was ist denn da los? So, Entwicklung. Ach so. Ja, diese Entwicklungspläne zum Beispiel, die mache ich auch selten. Also bei den Jugendspielern, klar. Da finde ich das auch noch sehr, sehr gut. Aber guck mal, wenn sich so Leute halt auch nicht mehr verbessern würden. Ach doch, der würde sich eventuell noch ein bisschen verbessern. Aber halt auch erst in 137 Wochen. Das sind fast 2 Jahre. Oder das sind mehr als 2 Jahre. Und der Kollege ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Da lohnt sich das für mich halt nicht mehr. Gerade so bei den jungen Leuten, da kann ich mal vorbeigucken. Bei Schneider zum Beispiel, da könnte man das machen. Der kriegt zum Beispiel in 6 Wochen kriegt er eine 62. Da bin ich also auch, warte mal, Position. Linkes Mittelfeld. Warte mal. Vielleicht kann er noch was anderes machen. Ne, wir lassen ihn erstmal. Linkes Mittelfeld ist schon okay. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ergibt für mich halt wenig Sinn. So, Scout-Berichte, oh, die würde ich gerne auch überspringen. Also reicht jetzt. Wir haben jetzt gerade kein Transferfenster, da bin ich sehr froh drum. Wir haben aber Jugend-Scout-Berichte. Da sind wahrscheinlich auch wieder Spieler mit dabei, die ich mir gerne holen würde. Aber ich habe leider kein Geld. So, ich bin in letzter Zeit gut in Form. Ja, Henok T-Club ist, denke ich, auch ein Kandidat, eventuell mal von Anfang an. Für Mies fällt mir da spontan ein. Jugend-Scout-Berichte sind wahrscheinlich wieder dieselben, oder? Gehe ich mal von aus, oder neue? Nee, es sind unter anderem auch neue mit dabei. Hier, guck mal, zum Beispiel Thomas Ali, der hat ein Potenzial bis 67, gar nicht verkehrt. Würde ich gerne holen, kann ich aber nicht. Aber hier heißt auch jeder dritte Ali. Guck mal, das ist alles eine Familie. Der Thomas Ali, Lava Ali, Bernhard Ali, Favakalo Ali. Die heißen alle Ali mit Nachnamen, warum auch immer. Aber der ist stark. Guck mal, der hat eine 70 mit 16 Jahren. Ich habe leider kein Geld. Scheiße, ich hoffe, der ist noch da. Habe ich den jetzt abgelehnt? Nein, ich habe den nicht abgelehnt, oder? Doch, ich habe den abgelehnt in meinem Schussel. Scheiße. Scheiße, scheiße, den habe ich abgelehnt. Aber wir haben hier unter anderem noch Geoffrey Alexander mit 17 Jahren. Das wären halt auch gute Leute für unsere Jugendabteilung. Wie ist das hier in Deutschland? Ja, Ole Jansen, Samuel Hahn dagegen nicht. Also in Deutschland habe ich nicht so viel Glück. Hier unten vielleicht Peter Schulz mit der 61. Ronny Zimmermann, gut, der hat ein Potenzial bis 90, sehe ich gerade. 87, 90, 94. Frank Fischer. Ja, mit 15 Jahren, wie gesagt, ohne Geld ist hier nicht viel zu machen. Da kann ich leider nicht viel machen. So, wieder Scouting-Berichte. Ja, wahrscheinlich wieder Namdi Collins. Ah, ne, weitere Linksverteidiger. David Lelle. Also es fällt mir auf jeden Fall nicht schwer, mich hier für Spieler zu entscheiden. Ich kriege ja so viele Vorschläge. Hier ist der nächste Gegner. Wir haben auch 3 Siege aus den letzten 5 Spielen. Also auch der KSC ist hier nicht zu unterschätzen. Gucken wir mal drauf auf die Tabelle. Die Kölner jetzt mal mit 4 Punkten Vorsprung. Schalke Zweiter. Liebe Schalke-Fans, rahmt euch das mal ein. Hattet ihr auch schon seit Jahren nicht mehr. Düsseldorf, Münster, nach wie vor alles sehr eng beieinander. Aber wir können halt auch vom KSC überholt werden. Unter anderem, wenn wir jetzt hier verlieren. Hannover ist auf den 8. Platz gesprungen. Alles wahnsinnig eng. Brauche ich euch gar nicht sagen. Habt ihr ja gerade gesehen. Und ich hoffe, gegen den KSC zeigen wir erstens wieder eine bessere Leistung. Zweitens schießen dann vielleicht auch wieder mehr als ein Tor. Und vielleicht holen wir dann noch mal wieder 3 Punkte. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.